Heute haben wir die Ehre, mit dem aktuell besten Skifahrer der Welt Ski zu fahren. Marco Odermatt, dreimal in Folge hat er den Gesamt-World-Cup gewonnen. Und heute fragen wir ihn nach seinen liebsten Skigebieten, nach Skitechnik-Tipps. Und ich werde ihn am Ende einmal herausfordern und seine Trainingszeit im Rennkurs challengen. Mal schauen, wie schnell ich dabei bin. Und für euch gibt es dabei einen brandneuen Ski in diesem Video zu gewinnen. Nichts wie auf in den Tag. Servus Marco. Ciao. Schön dich zu sehen. Richtig starker Trainingstag schon bei dir. Ja, passt, ja. Und ich meine, du bist ja so viel in den Bergen unterwegs, ne? Jetzt im Sommer wahrscheinlich ein paar Monate mal nicht. Oder ist es wirklich so, dass es gar keine Monate ohne Ski gibt? Doch, wirklich fast 4 Monate eigentlich. Also von Mitte, Ende April sind die Rennski weg und dann kommen sie Anfang August wieder. Ja. Aber so die Zeit ist wirklich Fokus Fitness, viel im Gym, Kraftraum und sonst die kleine freie Zeit vom Sommer ein bisschen genießen. Ja. Und ich meine, wir stehen hier, Diavolezza, Bernina Gruppe, Gletscher hinter uns. Siehst du das noch, wenn du so viel in der Welt unterwegs bist zum Skifahren? Also nimmst du es noch wahr? Ja, das ist eigentlich ein bisschen das Schlimme daran. Ich glaube, so richtig schätzen tut man es nicht mehr jeden Tag. Das ist so. Es ist, wie du sagst, es ist irgendwo Beruf. Ein anderer geht auch am Montagmorgen ins Büro. Wir gehen halt hier. Ist riesen Luxus, ist klar. Aber dass man jetzt, man hat auch den Fokus ist konzentriert. Und dann ist man nicht immer einfach nur am Genießen. Ja, heute Morgen in der Gondel, wir sind gemeinsam raufgefahren, war der Sonnenaufgang da. Ich dachte, wow, was für ein Büro, das du da hast jeden Tag. Das ist definitiv. Wie ist es denn in Richtung Skigebieten? Und ich meine, da warst du auch auf der ganzen Welt unterwegs. Du fährst in Amerika, du fährst in Europa Ski. Gibt es da irgendwie Orte, die dich ganz besonders kitzeln, wo du sagst, da ist es für dich am schönsten? Ja, ich glaube, dort Heimskigebiet ist immer speziell, egal wo man ist auf der Welt. Das Heimskigebiet in Engelberg, genau. Das ist und bleibt etwas Spezielles. Aber ich bin auch jedes Jahr sehr gerne in den Dolomiten in Italien. Dort haben wir vor Weihnachten Rennen, Alta Badia, Val Gardena. Stark. Und das ist vom Panorama her schon auch genial. Was sagst du zu Rennen in Amerika? Also gibt es da Panorama, was dich umhaut? Nein, panoramamässig nicht. Alles ist viel höher, aber man hat nicht die Berge. Es ist einfach grundsätzlich alles viel höher. Man hat Bäume bis auf 3000 Meter eigentlich. Ich war auch überrascht. Genau, das ist halt ganz anders. Der Schnee super, genial zum Fahren, so schön das kalt, trocken, aggressive. Aber vom Panorama kommt es schon nie an die Alpen an. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde Skifahren und dann geht es mal rein in deine Karriere und auch das Thema Skitechnik, weil ich habe eben beim Rennlauf zugeschaut, meine Güte, es geht schon gut ab. Fahr du mal vor, ich fahre hinterher. Richtig stark. Jetzt sehen wir hier gerade mal den Hang im Hintergrund. Hab dich heute Morgen auch ein bisschen beobachtet. Du stehst dann wirklich schon am Start, hast die Kurven, irgendwie gehst du im Kopf durch, schlägst dir auf die Brust. Was gibt es da so für Themen, wo du sagst, dass du den Fokus bekommst? Ja, ich glaube, vom Fokus ist halt das Ziel so rennmäßig wie möglich. Klappt im Training nie zu 100%, aber trotzdem die Spannung vom Körper, dass auch das Material optimal funktioniert, braucht einfach eigentlich fast die 100%. Und deshalb braucht es einfach auch wirklich die Konzentration, den Fokus und die totale Spannung, auch wenn es nur ein Trainingslauf ist, hier Vollgas zu fahren. Du hast jetzt 3 Gesamt-World-Cup-Siege geholt. Natürlich strebst du nach dem 4., nehme ich an. Also wie hältst du dich motiviert, jetzt auch da die nächste Glaskugel holen zu wollen? Ja, ich glaube, wenn man die Emotionen kennt oder wenn man mal gewonnen hätte, wird man nie zweit werden. Und das allein ist Motivation genug. Ja. Aber es ist sicher irgendwo auch eine gewisse Lockerheit oder Genugtuung schon ein bisschen da, wenn man weiss, man hat das alles schon erreicht. Es ist nicht mehr der gleiche Druck, wenn es mal vielleicht nicht klappen sollte, dann weiss man hat eigentlich schon alles erreicht und das ist doch auch eine sehr schöne Ausgangslage. Voll, also jetzt gibt es einen neuen Holländer diese Saison. Glaubst du, Marcel Hirscher wird da nochmal angreifen? Oder? Ja, jetzt um einen Gesamtweltcup sicher nicht, aber dass er bei einzelnen Rennen vorne ums Podest mitfahren kann, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, ja. Und gibt es bei dir noch ein Rennen, wo du sagst, das ist noch so eine Blackbox, da will ich mal zuschlagen? Ist es dann die Streif? Oder gibt's, genau, ist eigentlich auf der
Ja, auf der Liste ist alles abgehakt, außer der Sieg Streifabfahrt. auf der Streif. Genau, das fehlt noch. 3 Podestplätze habe ich schon, aber die goldene Gams, die fehlt noch. Und das ist sicher das ganz grosse Ziel. An der Stelle schon mal viel Erfolg. Und viele, die zuschauen, Marco, sind jetzt vielleicht im World Cup oder auch in dieser Art Abfahrt, Riesenslalom, sind sie nicht so drin. Ja? Wenn du jetzt einen Tipp hättest für all die Menschen, die hier zuschauen, die vielleicht noch nicht so skierfahren sind, was die Skitechnik angeht, was kann man auf der Piste in deinen Augen gut als Übung durchführen? Was sind auch so deine liebsten Bewegungsbilder, um einfach wieder gut auf den Ski zu finden? Ja, ich glaube, so der freie Skisport zum Rennsport ist sicher ein grosser Unterschied. Das ist natürlich klar, das ist wie Autofahren zu Formel 1 wahrscheinlich. Aber ich glaube, viele blockieren sich so ein bisschen in der Hüfte, wo eigentlich der Innenski eher vorne ist. Und das ist für mich eine gute Übung, dass der eigentlich eher hinten kommt, dass die Hüfte und der Außenski schön karft und man sich nicht blockiert. Nach vorne laufen kann, also schön die Hüfte hier zurückhalten und mit dann richtig. Außenski finden. Spürst du den Aussenski viel besser, ist auch etwas, wo ich immer noch am Arbeiten bin. Das fahren wir jetzt mal. Komm, nächstes Stück. Jetzt gerade kamen wir noch ganz locker dahin, doch rechts von uns seht ihr schon den Rennkurs, wo ich gleich eine Zeit gegen Marco Odermatt einfahren werde. Eieiei, richtig steil und eisig, insbesondere im oberen Bereich. Und übrigens, wenn dieses Video über 25.000 Likes erhält, dann werden wir mit einem nächsten großen Skistar auf die Piste gehen. Ihr könnt gerne kommentieren, wer das sein soll. Auf geht's, liken und kommentieren. Jetzt ist für mich hier mal Ansage. Ganz genau. Ich werde jetzt mal versuchen, Markus Zeit zumindest ein bisschen in Angriff zu nehmen. Weißt du ungefähr, was du eben da gefahren bist an Zeit? Ja, was waren es? Ich glaube 44 Sekunden. Die Zeit steht. Machen wir mal eine Minute davor, oder? Ja, nicht gerade. Nein, eine Minute verlierst schon nicht. Nein. Aber ich sage so, wenn ich müsste schätzen, so 20 Sekunden. Ja, bestimmt. Wahrscheinlich schon. Also auf diesem Ski geht es jetzt für mich rein in den Rennkurs. Mal schauen, wie es klappt. Vielen Dank für deine Zeit und gute Saison. Viel Erfolg bei deinen krassen Erlebnissen. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Dankeschön. Merci dir auch. Sehr, sehr gut. Holy moly! Boah, was knattert dieser Kurs! Schau hier, Stock kaputt, abgerissen. Heieiei! Also auf den Eisflächen, da sind so richtige Spuren drin. Man hackt da einfach durch, aber bei dem Wetter auch mega schön zu fahren. Es war so cool, Marco Odermatt zu treffen. Er ist gerade mit seinem Team einfach schon wieder runter. Das ist alles sehr, sehr eng getaktet. Deren Trainingsvorbereitung, ich finde es unglaublich, was solch ein Athlet in solchen Momenten abrufen muss. Nicht nur hier beim Training, sondern eben auch bei den Abfahrten. Viel Erfolg, Marco, für die Saison. Für euch gibt es ein weiteres Video hier. Und das Wichtigste natürlich, die Zeit von mir ist hier eingeblendet. Und hier ist Marcos Zeit. Also, großer Unterschied. Ich habe die Messung gerade noch nicht, aber ihr seht es dann. Danke fürs Zuschauen und denkt ans Gewinnspiel. Alles unten. Tschüss.